Schauen wir uns als nächstes DMARC an. DMARC ist wirklich eine tolle Technologie. DMARC bildet quasi das Dach zu SPF und DKIM. SPF definiert ja, welche Hosts sind erlaubt. DKIM definiert durch einen signierten Header einer Nachricht, wie muss der Header aussehen. DMARC ist dann quasi die Richtlinie dazu, die uns sagt, was soll passieren, wenn SPF und DKIM gebrochen sind. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, und das empfehlen wir auch unseren Kunden, wenn sie mit DMARC anfangen, die Policy erstmal auf None zu stellen und zu gucken, was passiert. Hat man das dann alles gesichtet und ist sich sicher, man hat im SPF nichts vergessen, alle Mails sind per DKIM sauber signiert, dann kann ich die Policy auch auf Reject umstellen. Um den Übergang so einfach wie möglich zu gestalten, von der Policy None hin zu Policy Reject, bieten wir mit Nospam Proxy das Tool 25 Reports an. Mit 25 Reports kann ich recht einfach einsehen, ob SPF oder DKIM bestanden wird. Sehe ich, dass alle meine Mails passen, dann kann ich auch in 25 Reports das Ganze scharf schalten, kann meine DMARC Policy auf Reject umstellen. Und ich habe das jetzt hier mal am Beispiel von nospamproxy.com geöffnet. Uns wurden 181 Mails zurückgemeldet. Davon waren 181 auch compliant. Das bedeutet, es gab keine Fehler. Alle haben die DMARC-Prüfung bestanden. Und somit kann ich das ohne große Probleme auch in meinem Unternehmen einführen.